Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Oftmals bekomme ich die Frage gestellt, welche Klasse ist denn am besten, welche Klasse kannst du empfehlen, welche Klasse ist für meinen Spielstil das und so weiter und so fort. Ne? Das ist eine Frage, die kommt ziemlich häufig, die bekomme ich eigentlich fast täglich, muss ich sagen. Und vor allen Dingen zum Serverstarts wird es immer häufiger. Und zuallererst kann ich euch erstmal sagen, mit der Frage kommt ihr so an sich nicht weit. Jeder hat einen anderen Spielstil, jeder hat einen anderen Geschmack und in erster Linie empfehle ich euch, diese Klasse zu nehmen, die euch am meisten zusagt. Ja, und von den Kit her, was die Klasse bietet, welche Fähigkeiten sie hat, was euch am besten passt. So habe ich das mit meinem Magier auch gemacht und nach wie vor bin ich mit der Wahl komplett zufrieden. Also guckt nicht zu sehr auf diese ganzen Werte und Formeln und so Sachen, ne? Aber die Leute, die halt eben daran interessiert sind, das möglichst Beste vielleicht rauszuholen aus der Klasse beziehungsweise aus einem gelungenen Serverstart, aus einem erfolgreichen Shakes and Fidget Account, für die kann ich eine kleine Hilfestellung bieten, die auf rein hypothetischer Basis besteht. Ja? Und das ist eine Simulation, die durchgeführt worden ist, auch wieder mit der Hilfe von SF-Tools und der Shakes and Fidget Taverne, die das Ganze auch sehr hübsch dargestellt hat, welches euch ich gleich auch präsentieren möchte, um eure Wahl vielleicht ein bisschen zu beeinflussen, beziehungsweise euch so ein bisschen zu leiten, was für euch eventuell in Frage kommen könnte. Ja, dabei möchte ich nochmal vorab ganz explizit sagen, diese Grafik, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, die beruht halt nicht auf irgendwelchen Spielstilen oder sag ich mal, auf wie viel Geld ihr in die Klasse buttert, oder das sind alles so Faktoren, da kann man nichts gegen machen. Die Grafik besteht einzig und alleine daraus, welche Klassen gegen welche Klassen durchsimuliert, hunderttausende Male durchsimuliert worden sind und dann halt eben mit einer Gewinnchance von 51% dann halt eben auch gewinnen. Also kein Unentschieden haben, 50%, dass sie halt eben mit 1% mehr gewinnen, als sie halt eben verlieren. Es gibt halt eben mit SF-Tools eine Möglichkeit, alle Klassen gegeneinander kämpfen zu lassen und halt eben zu schauen, okay, wie verhält sich die Klasse alleine von den gleichen Werten, von den gleichen Boni, von gleichen Voraussetzungen gegen eine andere Klasse mit gleichen Werten, gleichen Boni und gleichen Voraussetzungen. Ja? Unabhängig davon, wie gut diese Klasse im PvE ist, sondern nur im PvP-Bereich gegen eine andere Klasse unter gleichen Umständen. Ja? Dass das Ganze immer abweichen kann auf einem Server, ist, denke ich mal, selbsterklärend und brauche ich euch nicht weiter sagen und deswegen viel Gesabbel. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal und zwar ist das hier das Bild dargestellt aus der SF-Taverne. Falls ihr noch Fragen oder was weiß ich, irgendwie noch weitere Grafiken sucht, schaut gerne mal da vorbei. Die bieten auch sehr viele nützliche Tools und Grafiken, die euch eben auf viele Fragen halt eben die passende Antwort geben. Ja, deswegen vielen lieben Dank. Schön, dass ihr solche Arbeit hier leistet. Das wissen wir, denke ich mal, alle sehr wertzuschätzen. Genau, und was sehen wir hier jetzt? Wir haben einmal alle Klassen hier aufgelistet, die es momentan gerade in Shakes and Fidget gibt. Das Ganze ist auf dem Stand vom 20.07.2023 und dann gibt es einmal hier den Assassinen, ne, der jetzt gegen alle Klassen hier durchsimuliert worden ist. Und dann sieht man hier immer eine Waage, eine Medaille oder halt eben eine durchgestrichene Medaille. Da sehen wir hier einmal, dass die Medaille quasi den Sieg bedeutet gegen die Klasse, es ein Unentschieden gab oder es eben einen verlorenen Kampf gegeben hat. Und das Ganze beruht hier auf einer Simulation von Klassen, die auf Stufe 500 gegeneinander gekämpft haben. Also es sind keine Early-Game-Werte, es sind keine Super-Late-Game-Werte, es ist so, denke ich mal, so ein Durchschnitt mit Stufe 500, den man hier darbieten möchte. Und wie gesagt, das Ganze ist alles unter gleichen Voraussetzungen geschehen.
Und dann sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den Assassin gegen den Assassin kämpfen lassen, ist natürlich klar, dann haben wir hier ein Unentschieden. Wenn wir jetzt hier den Assassin gegen den Barden kämpfen lassen und durchsimulieren lassen, dann haben wir zum Beispiel einen Sieg gehabt. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, mit SF-Tools kann man halt eben solche Kämpfe hunderttausende Male durchsimulieren und halt eben dann auf eine, ja, umso mehr man simuliert, umso genauer wird nachher die Prozentchance und umso genauer wird dann halt eben auch das Ergebnis. Und wenn halt eben solch eine Klasse einen Wert von mehr als 50%, also 51% erlangt hat, ist das halt eben ein Sieg. Wenn es nur 49 ist, ist es ein Lose. Und wenn es halt 50-50 ist, ne, dass die Klassen genau gleich sind vom PvP-Faktor in der Simulation, dann ist es halt eben die Waage in dem Fall. Ne? Und wenn wir jetzt hier uns mal die Klassen so anschauen, den Battle Mage besiegt zum Beispiel der Assassine auf Stufe 500 unter gleichen Bedingungen. Ich muss es immer dazu sagen. Ja, der Berserker wird hier besiegt in der Simulation. Gegen den Dämonenjäger ist es zum Beispiel gleich. Es könnte damit zu tun haben, dass sie halt auch eben das gleiche Attribut eventuell teilen. Ne? Dann haben wir hier zum Beispiel den Druiden. Also womit jetzt genau die ganzen Sachen jetzt zusammenhängen, das kann man eventuell darleiten, so, ne? Genaue Fakten und Analytics dahinter besitze ich jetzt im Moment so jetzt nicht, aber man kann zum Beispiel jetzt, wenn man hier sieht, ableiten, dass der Assassine hier schon eine sehr hohe Chance hat, beziehungsweise keine Klasse gegen den Assassinen verloren hat. Das sieht zum Beispiel hier beim Barden schon wieder anders aus. Da haben wir jetzt den Assassinen gegen den Barden, haben wir zum Beispiel einen Lose. Der Bade gegen Bade ist natürlich klar. Da haben wir hier eine 50-prozentige Chance, also halt eben ein Draw beziehungsweise ein Unentschieden. Ne? Gegen den Battle Mage ist es halt eben unter gleichen Voraussetzungen sogar besser. Gegen den Berserker ist es gleich, gegen den Dämonenjäger verliert man, ne? Und so weiter und so fort. Gegen den Magier haben wir hier einen Draw. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal weiterschauen, können wir zum Beispiel mal gucken, welche Klasse ist denn sehr gut im PvP und welche nicht. Und da sieht man halt eben, okay, wir haben hier beim Assassin keinen einzigen Lose dabei. Hier haben wir zum Beispiel schon 3 Loses dabei. Beim Battle Mage, obwohl man immer so sagt, dass es gut im PvP ist. Ich weiß noch nicht, wie es auf 500 ist, wenn es nachher in noch latere Bereiche reingeht. Aber so sehr strong im Vergleich zu anderen Klassen ist eventuell der Battle Mage auch gar nicht, wenn wir hier zum Beispiel gegen 4 anderweitige Klassen verlieren. Aber wir haben auch sehr viele Unentschieden dabei, aber auch gar keinen einzigen Sieg tatsächlich. Also das ist sehr interessant mal so zu beobachten. Wenn wir jetzt mal ganz weit rüber schwingen, und da macht es halt eben Sinn, dass es so ist, wie es ist, beim Magier als Beispiel, ne, sehen wir hier als einzige Klasse, dass er gegen jede andere Klasse ein Draw hat, also ein Unentschieden. Also der Magier ist, man muss das halt wirklich nur auf den PvP-Aspekt sehen. So, PvE ist hier nicht relevant in diesem Video und in der Grafik, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel PvE-Klassen nehmen würde, dann wäre jetzt als Beispiel jetzt der Dämonenjäger zum Beispiel ganz vorne gefolgt vom Berserker oder so. Ne? Das darf man jetzt aber hier nicht mit reinfließen lassen. So, das ist hier einzig und alleine PvP gegen die anderen Klassen. Dann sehen wir hier, der Magier hat gegen jede andere Klasse ein Unentschieden. Und das liegt halt eben einfach an seiner Fähigkeit. Wenn wir hier zum Beispiel auch diese Reihe lang gehen, hier bei den Magier, sehen wir auch, dass er gegen keine andere Klasse irgendwie verloren hat oder so, sondern überall einen Draw rausgeholt hat, also es eben ein Unentschieden ist. Und das liegt halt daran, dass der Magier als einzige Klasse halt jede andere Fähigkeit aufheben kann. Ja, der Magier, also der Kundschafter kann nicht ausweichen gegen den Magier, der Krieger kann nicht blocken gegen den Magier, der Dämonenjäger kann als Beispiel sich nicht wiederbeleben gegen den Magier, der Berserker kann jetzt nicht mehr ragen gegen den Magier, ne? Der Feuerball bzw. jetzt der arkane Handschuh wird geblockt, ne, vom Magier, und auch der Assassine, der so gut hier überall ist, holt auch nur ein Unentschieden raus gegen den Magier, weil er halt eben nicht ausweichen kann. So, und das macht halt eben diese Klasse gegen jede andere Klasse jetzt nicht besser, aber auch nicht schlechter.
Ne? Und deswegen muss ich sagen, ich bin mit meiner Wahl mit dem Magier nach wie vor immer noch sehr zufrieden, so, weil halt eben diese Fähigkeit so einzigartig ist, dass sie halt eben jede andere Fähigkeit aufheben kann. Ne? Und wenn man jetzt eben zum Beispiel schaut, zum aktuellen Stand der Dinge, sehen wir hier als Beispiel, welche Klassen sind jetzt halt eben sehr attraktiv im Moment gerade. Es gibt ja auch immer eine Meta, die sich abwandelt. Im Moment haben wir eher eine Geschick-Meta. Wenn man die vergangenen Serverstarts begutachtet, dann haben wir dort hauptsächlich Dämonenjäger, Kundschafter und Assassinen gehabt. Ja, und das liegt halt eben auch hier der Grafik nahe. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, auf dem Dämonenjäger haben wir hier auch keinen einzigen Lose. Wir haben entweder nur Draws oder halt eben Gewinne. Ja? Wir haben hier gegen den Baden einen Win, gegen den Berserker, gegen den Druiden, gegen die anderen Klassen ist es gleich. Der Dämonenjäger in der aktuellen Meta, die Meta ist halt eben der aktuelle Stand des Spiels, der sich halt eben entwickelt, je nach Entwicklungsstand, wie halt eben eine Klasse gebufft oder genervt wird, also halt eben angepasst wird an andere Klassen, und das kann sich halt immer abwandeln, deswegen kann dieses Video auch in 2 Jahren oder so schon wieder nicht mehr aktuell sein. Ist es wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn eine neue Klasse hinzukommt. Ne? Aber wenn wir jetzt zum aktuellen Stand schauen, dann sehen wir zum Beispiel, der Dämonenjäger ist sehr gut am Start. Der Kundschafter ist genauso gut am Start. Der hat auch 3 Wins, ansonsten halt eben nur Unentschieden. Und der Assassine hat eben sogar 4 Wins und halt, 5 Wins sogar gegen andere Klassen im direkten Vergleich unter gleichen Voraussetzungen und keinen einzigen Lose. Ja, das sind die Klassen, die nachher dann halt eben im etwas späteren Spielbereich, 500 ist ja jetzt noch kein Late Game, sag ich mal, oder super Late Game, ne? Aber es ist halt eben, man muss schon eine gewisse Strecke gespielt haben, sag ich mal, und wenn ihr jetzt darauf basierend guckt, sind es aktuell die besten Empfehlungen, die ich jetzt euch geben könnte. Also falls ihr einen neuen Server starten wollt und ihr wisst noch nicht ganz genau, welche Klasse, empfehle ich euch in erster Linie erstmal, guckt, welche Klasse euch persönlich am besten gefällt, weil das ist immer noch das, was ihr halt eben, ihr müsst die Klasse über Jahre spielen, wenn ihr die wirklich durchziehen wollt. Was bringt euch zum Beispiel ein Assassine, wenn es euch abfuckt, dass ihr die ganze Zeit 2 super geile Waffen haben müsst? Das ist halt eben der große Nachteil vom Assassinen. Er ist halt super konstant nachher im Late Game gegen andere Klassen PvP-Monster nachher, aber er braucht halt auch eben den gewissen Input, halt eben 2 Supersteine, 2 super Waffen mit 2 geilen Spannen obendrauf, so, und die findet erstmal, ja, das ist gar nicht so einfach. Deswegen, der Assassine ist zwar gut und schön, aber wollt ihr euch das wirklich antun, ist die Frage. Deswegen müsst ihr halt gucken, okay, ist die Klasse wirklich was für euch? Beschäftigt euch mit den Klassen, welche euch halt eben von den Set her am meisten zusagen. Wenn jetzt zum Beispiel nicht der Assassinus werden soll, dann ist es vielleicht schlauer, im direkten Vergleich eventuell den Kundschafter zu nehmen. Wenn euch der Kundschafter zu langweilig ist mit dem Bogen und dem Ausweichen, so wie der Assassine, der ist ja relativ gleich, und ihr ein bisschen mehr Spice haben wollt, ein bisschen mehr Pep, ein bisschen kleinen Random-Faktor noch drin, dann habt ihr zum Beispiel mit dem Dämonenjäger hier aktuell zumindest eine gute Wahl, aber seid ihr halt eben eher der Typ, der darauf aus ist, halt eben sehr tanky zu sein, dann ist vielleicht eventuell auch der Krieger was für euch. Lasst euch nicht von diesen Umständen hier zu sehr fehlleiten, das möchte ich auch nicht vermitteln, denn jede einzelne Klasse, so wie sie ist super gut spielbar. Das möchte ich nur noch mal am Ende erwähnt haben, dass hier kein falsches Bild durch die Klassen entsteht. Ja, es ist jetzt nur unter gleichen Voraussetzungen, unter gleichen Bedingungen simuliert worden, welche Klasse ganz haarscharf, es handelt sich ja wirklich nur um 1%, ne, ob das hier den Lose oder den Win entscheidet. Deswegen lasst euch da jetzt nicht zu sehr irgendwie jetzt drauf ein. Es ist halt eben nur eine kleine, für euch, ein kleiner Denkanstoß, was ihr vielleicht nehmen wollt, wenn ihr halt eben beim nächsten Serverstart mit
einer Klasse das Maximum eventuell rausholen wollt, falls es euch um sowas geht. Wenn ihr natürlich sagt, okay, nee, ich mag lieber den Magier, weil er so geile Crits raushaut, oder den Berserker mit seiner Combo, dass der halt bis zu 10 Mal angreifen kann, dann nehmt ihr halt die Klasse so. Das sind immer noch alles sehr, sehr gute Waffen. Ich bin unendlich zufrieden immer noch mit meinem Battle Mage. Ich mag die Klasse super gerne, auch wenn sie hier im Ranking jetzt nicht so gut abschneidet, mag ich die Klasse halt super, super gerne. Ich mag das Kit, was der Battle Mage hat, diesen arkanen Handschuh, der halt eben mit dem Leben skaliert. Das heißt, umso mehr tanky du bist, umso mehr Schaden machst du gleichzeitig. Das sind alles coole Sachen. So, und deswegen verurteilt das nicht so heftig auf jeden Fall. Ja, es sollte nur eine kleine Unterstützung für die Leute sein, die noch nicht ganz genau wissen, was sie halt eben spielen, wenn sie das erste Mal Shakes and Fidget zocken oder halt eben beim nächsten Serverstart eine neue Klasse wählen wollen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall sehr gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ich hoffe, euch konnte das so ein bisschen unterstützen bei eurer Klassenauswahl und ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Dankeschön an die SF-Taverne für die Bereitstellung, hier auch für die Grafik. Alle weiteren Infos findet ihr natürlich dort, alles verlinkt in der Videobeschreibung. Das war's von mir, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.